Eine Klasse nicht AOE. Ja, Jester bis Level 100 kann kein AOE. Nur mit einem Bogen und Arrow Rain. Aber kannst dir ja vorstellen, wie Arschritze das ist. Ziemlich Arschritze. Es ist ziemlich Arschritze. Knight kostet auch nicht mal die Hälfte von dem, was der Blade kostet, also kein Wunder. Also tatsächlich hat das damit, glaube ich, wenig zu tun. Oder ich weiß es nicht, aber... Also ich meine, alles hat irgendwas damit zu tun, wie beliebt eine Klasse ist. Aber ich gucke mir das ja seit Jahren an. Anders als andere Leute. AO8. So. Und, also die beliebteste Klasse im Spiel, seit Flav Universe existiert, war Ranger. Warum? Ranger ist weder günstig, noch gut. Er ist das Gegenteil von Edeka. Er ist weder gut noch günstig. Und war trotzdem 3 Jahre lang jetzt die beliebteste Klasse, 3,5 Jahre sogar. Und erst jetzt, seit kurzem, hat er seinen Status verloren. Und jetzt ist es ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Ranger, Blade und Knight. Einer von den dreien, also es wird wahrscheinlich eine neue, beliebteste Klasse nach dem nächsten FEC geben. Und momentan sieht stark danach aus, als würde es Knight werden. Bei Blade ist es eigentlich unverändert, da hat sich eigentlich nicht wirklich was getan. Ranger hat einfach nur extrem viele Spieler verloren. Und mehr oder weniger jeden Spieler, den Ranger verloren hat, haben sie an Knights verloren. Also Knight hat extrem dazu gewonnen, Ranger hat extrem verloren. Aber trotzdem ist Ranger immer noch Top 3. Gemütlich auch, also muss nur wenig passieren und Ranger ist wieder Platz 1, beziehungsweise auch mit einem Vorsprung. Da müssen nur 50 neue Ranger dazukommen und zack ist er wieder auf der 1. Komfortabel. Und das kannst du ja nicht erklären mit, naja, kostet die Hälfte, bla bla bla. Und auch wenn Knight nur die Hälfte von einem Blade oder so kostet, wobei ich glaube, das kann man jetzt auch nicht so verallgemeinern, weil es gibt ja doch noch verschiedene Server. Auf Burodeng ist Blade halt mit Abstand am teuersten, weil es bei uns die meisten Blades gibt. Auf anderen Servern dürfte Blade theoretisch zumindest ein bisschen günstiger sein im Verhältnis, weil es weniger Blades gibt. Und ich meine, wenn es weniger Blades gibt, muss es eigentlich zwangsläufig auch günstiger sein. Aber das ist jetzt nur Spekulation, kann ich auch nicht hundertprozentig sagen. Aber rein von der Logik her müsste es eigentlich schon so sein, dass es zumindest ein bisschen günstiger ist als bei uns. Aber ist ja egal, auf jeden Fall. Es stimmt schon, dass es auf jeden Fall günstiger ist als Blade, ja. Aber Blade macht ja trotzdem auch mehr Schaden. Also was die Leute immer, finde ich, vergessen bei Blade, ist einfach die Tatsache, ja, er ist am teuersten. Aber ja, er macht auch immer den besten Schaden. Und ich meine, logischerweise musst du für das, was den meisten Schaden macht, auch das meiste Geld ausgeben. Also Preis-Leistung bei einem top ausgerüsteten Blade mag schlechter sein als bei einem top ausgerüsteten Knight. Definitiv. Aber du musst den Blade ja gar nicht top ausrüsten, um genauso viel Schaden zu machen, wie ein top ausgerüsteter Blade. Knight. You know? Weil wenn der Blade wirklich perfektes Equipment hat, kommt keiner an ihn ran. Das heißt, du musst ja gar nicht das gleiche Equipment haben wie der Knight. Du kannst etwas schlechteres Equipment haben und trotzdem den gleichen Schaden machen. Und das verkennt man halt doch leicht. Natürlich ist er trotzdem zu teuer, das stimmt schon. Also preis-leistungstechnisch ist Blade im Endgame safe zu teuer. Aber wie gesagt, er ist ja auch mit Abstand der Stärkste. Und wenn du den allerhöchsten Schaden machen möchtest, brauchst du den Blade. Und da es in Videospielen ja oft darum geht, der Stärkste zu sein, oder man möchte der Stärkste sein, man möchte den höchsten Schaden haben, logischerweise führt dann halt kein Weg am Blade vorbei letztendlich. Deswegen alles nur jetzt auf Preis-Leistung zu schieben, würde ich sagen, vor allem wenn du halt auf den Ranger guckst, kann halt auf jeden Fall nicht sein, weil... Oder auch auf den Blade, ich meine... Wenn Preis-Leistung das entscheidendste Merkmal wäre, dann müsste theoretisch Bill-Poster über dem Blade stehen. Weil Blade macht zwar deutlich mehr Schaden als... ja doch, deutlich mehr Schaden als Bill-Poster. Aber preis-leistungstechnisch wäre der Bill-Poster besser als der Blade. Weil du bei einem Bill-Poster viel weniger Geld ausgeben musst, um auf einen vergleichsweise guten Schaden, also auf ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis in Terms of Damage zu kommen.
trotzdem ist Billposter Arschloch unbeliebt. Wenn Billposter im PvP nicht gespielt werden würde, wäre Billposter wahrscheinlich die unbeliebteste Klasse im Spiel, neben Jester. Da wäre er wahrscheinlich gleich auf mit dem Jester, wenn Billposter nicht extrem beliebt im PvP wäre. Und das, obwohl Billposter vergleichsweise fast den gleichen Schaden macht wie Knight oder einen ähnlichen Schaden wie Knight. Zumindest vor dem Update. Ich weiß jetzt nicht, wie es nach dem Update genau aussieht. Ich glaube, nach dem Update ist Knight nochmal ein bisschen stärker geworden als Billposter. Aber Billposter ist ja nicht schlecht geworden oder auch nicht schlechter. Und trotzdem spielt ihn verhältnismäßig keiner. Vor allem, wenn du den PvP-Aspekt streichen würdest, weil du siehst immer dann viele Billposter auf den Servern, wo PvP extrem beliebt ist. Also definitiv ein Zusammenhang dazwischen. Und das sind halt alles so Sachen, das ist schon etwas komplexer als jetzt einfach nur, ja, die Klasse ist günstig und macht deswegen auch einen ganz guten Damage. Es ist schon ein bisschen komplexer. Also die allgemeine Beliebtheit der Klasse ist mindestens genauso wichtig wie Preis-Leistung. Und das beste Beispiel dafür ist, wie gesagt, der Ranger, weil Ranger ist unfassbar teuer, obwohl er eigentlich objektiv ziemlich scheiße ist eigentlich. Und trotzdem ist Ranger extrem teuer und extrem beliebt. Einfach weil die Leute ihn einfach geil finden. Kannst du mit Logik gar nicht erklären, warum Ranger so beliebt ist. Bei Knight und Blade kann man es ein bisschen erklären. Und wenn du dann zum Billposter schaust, kannst du es eigentlich wieder nicht erklären, weil der Billposter eigentlich so ähnlich ist wie der Knight. Billposter ist halt, glaube ich, ein kleines bisschen teurer als Knight. Aber nicht viel. Bewegt sich eigentlich in einem ähnlichen Umfeld. Und wie gesagt, trotzdem beliebtheitsmäßig Arschritze. Also, das ist schon ziemlich komplex. Und ich gucke mir das ja, wie gesagt, jetzt wirklich seit dem Beginn von Fly Universe an. Es gibt ja auch diese Änderung der unbeliebtesten Klasse. Also nicht nur die beliebteste Klasse hat sich jetzt in den 3 Jahren verwandelt von Ranger, die unangefochtene Nummer 1, zu Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Ranger, Blade und Knight. Das sich wahrscheinlich endgültig nach dem nächsten FEC erstmal wieder entscheiden wird. Also nach dem FEC haben wir dann wahrscheinlich für ein Jahr lang eine neue beliebteste Klasse. Oder es wird doch wieder Ranger. Aber das glaube ich nicht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es Knight wird. So ist zumindest der Trend aktuell, dass es Knight werden wird. Aber wenn du die unbeliebteste Klasse anguckst, auch da verändert sich extrem viel. Zu Beginn von Fly Universe war nämlich Psykeeper extrem unbeliebt. Da hat keiner Psy gespielt. Und Jester war sogar fast genauso beliebt wie Billposter. Ich glaube sogar kurzzeitig beliebter als Billposter oder zumindest beliebter als Elementor. Also die Schlusslichter am Anfang waren Elementor und Psykeeper. Und jetzt sind die unbeliebtesten Jester und Billposter. Und Psykeeper und Elle sind übelst aufgestiegen. Beziehungsweise Billposter ist, glaube ich, noch knapp über dem Psy. Aber der Psy hat momentan auch einen Aufwärtstrend. Also auch das wird nach dem FEC so sein, dass Billposter unbeliebter sein wird als Psy und Elle. Also als Elle ist er schon. Also Elle ist schon ewig Platz 5. Und Psykeeper und BP liefern sich schon länger ein Battle um Platz 6 und 7. Und Jester ist schon seit Ewigkeiten auf dem letzten Platz. Aber zu Beginn von Fly Universe war Jester nicht auf dem letzten Platz. Am Anfang haben relativ viele Leute Jester gespielt. Dann haben sie halt realisiert, dass er Arschritze ist. Und seitdem ist er Bottom. Und ist auch nie wieder zurückgekommen. Aber wie gesagt, also einfach nur mit Preis-Leistungen so kann man es nicht erklären. Weil Psy und Elle hatten eigentlich schon immer eine unfassbar geile Preis-Leistung, vor allem was Levelgeschwindigkeit angeht. Die waren von Anfang an super gut im Leveln und trotzdem waren sie ultra unbeliebt, weil am Anfang die Leute halt einfach noch das Fly-PC-Mindset hatten von AOE ist scheiße. Weil bei Fly-PC hat ja jeder 1v1 gespielt und fast niemand hat AOE gespielt. Und dieses Mindset hat sich, bin ich mir relativ sicher, auf Fly Universe einfach ausgewirkt und wurde einfach fortgesetzt, diese Mentalität. Bevor man realisiert hat, Moment mal, der Elementor da neben mir tötet 20 mal so viele Monster wie ich und levelt 3-mal so schnell. Vielleicht ist der gar nicht so kacke. Und dann haben die Leute irgendwann realisiert, okay, ja, das ist schon ziemlich geil eigentlich. So. Also natürlich interpretiert man einfach nur das, was man sieht. Aber es ist halt nicht so schwarz und weiß, wie man denkt. Bei keiner Klasse gibt es immer noch irgendeinen anderen Faktor, der mit reinspielt. Wieso BPs so unbeliebt sind, Abu? Weiß ich nicht. Keine Ahnung.
Aber wie gesagt, man sieht einen direkten Zusammenhang zwischen PvP bei BP und nicht PvP, weil auf den Servern, wo kein PvP gespielt wird, und das sind in der Regel die Server, die relativ inaktiv sind, man sagt ja sogar auf Borodeng ist die PvP-Szene tot, und das, obwohl Borodeng ja relativ groß ist. Was meinst du dann, wie es auf dem japanischen oder koreanischen oder südamerikanischen Server aussieht, die wirklich wenige Spieler haben? Und lustigerweise sind auch genau auf diesen Servern kaum Bildposter zu finden. Wer hätte es gedacht? Also, hat dann wenig damit zu tun, ob der jetzt im Endgame stark oder schwach ist oder wie teuer er ist. In dem Fall ist es einfach, die Leute spielen BP halt irgendwie hauptsächlich für PvP. Und wenn die PvP-Szene tot ist, dann gibt es auch keine Bildposter, so ungefähr. Also viel weniger, als wenn die PvP-Szene aktiv ist und belebt ist. Also bei jeder Klasse gibt es mindestens einen Faktor, der das noch beeinflusst. Neben reiner, wie viel Schaden macht die Klasse, wie ist die Preis-Leistung. Es gibt immer mindestens noch einen weiteren Faktor, den man halbwegs objektiv betrachten kann. Und dann gibt es halt noch die ganzen subjektiven Faktoren, wie dass die Leute Ranger zum Beispiel einfach geil finden. Und das ist halt einfach so. Kann man nicht wirklich erklären. Ist einfach so.